So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ich habe das Spiel gestartet und das Spiel möchte, dass ich eine Zeit nochmal neu eingebe. Ja. Also wenn es das Spiel so möchte, dann müssen wir das wohl so machen, würde ich sagen. Ich habe beim letzten Mal eigentlich schon das so eingegeben. Aber okay. Wir haben jetzt tatsächlich gerade, kurz gucken, nachmittags 1:08 Uhr. Gut, dann können wir weitermachen. Sekunde mal, warte. Was? Wieso? Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Danke, dass du die Uhrzeit beide Male eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Ja, bitte. Das ist ein sehr nettes Spiel, oder? Das ist sehr freundlich. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst und belassen die Uhrzeit einfach bei 12 Uhr und lassen es gut sein. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen. Und das weiß ich zu schätzen. Oh, das ist aber nice. Das ist Komfortzone. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellte Uhrzeiten korrekt sind. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Da du so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Ah. Mach nur, nimm einfach die Uhrzeit, die du willst. Und selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist, du hast es dir verdient. Alles klar, ich lasse dich jetzt mal weiterspielen. Ah, das ist doch nice. Ehrlich, das war das letzte Mal irgendwie bei, keine Ahnung, You Don't Know Jack oder so, wo ich das hatte. So, dann gucken wir mal. Ach, schön. Schön, 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 schön. Klicken zum Überspringen. So, willkommen zurück. Ich bin echt unsicher, aber schade, also wirklich schade ist, dass die Uhrzeit da oben nicht stimmt. Also das hätten sie jetzt irgendwie schon hinkriegen können, oder? Finde ich. Naja. All of his co-workers were gone. What could it mean? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas bringt, hier irgendwas auszumachen. Hier ist Kaffee verschüttet. I hate... Was? Doch, I hate Mondays. Da stand was anderes drauf. Da ist jetzt dieser dicke The New Content. Ja, weißt du was? Komm, wir gehen direkt in den neuen Content, oder? So. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I Ja, have ein something bisschen. very exciting to show you. Okay. Okay. War das beim letzten Mal auch so? Dass das dann da geladen hat an der Stelle? Ich bin mir etwas unsicher. The end is never the end. The end is never... Ja, doch, okay, gut. Hier waren wir ja schon. Wollen wir mal da hinten hinfahren? New Content. Hier gibt es aber auch sonst nicht zu sehen. Oh, der Hund kommt rein. Komm, Bärchi, komm. Tapern mir mal hier ein bisschen durch den Tor. Genau. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Ich bewege mich mal ein bisschen schnell. Kann ich hier einfach irgendwas aufmachen eigentlich? You see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up.
Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Okay, jetzt probieren wir nochmal den Button aus. Das ist ja cool, da haben wir jetzt ja die Gelegenheit. Beim letzten Mal haben wir den Button ausprobiert und keine Geduld bewiesen. Diesmal lassen wir ihn ausreden. And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. Yeah, but of Jim. course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Good. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Okay. I want you to Jim imagine yourself Belushi. living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you Jim. feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? Ja, ich bin If Jim. so, then please step forward and press the button. Ich bin Jim. Ich bin... Jim. Yes! Woo! You see! What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again. Do it again. Okay, komm. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Okay, gucken wir uns mal das nächste Feature an hier. Da habe ich I letztes Mal suppose I could allow durchgegangen, ne? only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Taste of Sequel. Cold Drinks. Ah, okay. Aber, okay. Na, gehen wir mal hier lang. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Okay, gut. So, hier suchen wir uns das unendliche Loch. Guten Tag. Warte. So. Unendliches Loch. Da, Infinite Hole. It won't end. Oh, cool. Das wird doch eine tolle Sache. Guten Tag, guten Tag. Bisschen Tapete hätte der Geschichte gut getan, ne? Time Death. Guck mal hier, Raum und Zeit und so. Ach, schön. Gut. Geht's hier zum unendlichen Loch, ja? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Und zack, ist es einfach wieder so ein Büro. Ja, dann rein. Hui. Ich habe so ein ganz You see, dummes isn't it Gefühl. wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Ooh. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Okay. Aber ich kann auch eine Pfeile noch fallen, Now, oder? I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Nein. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Nee, ich will noch ein bisschen fallen. Ich sehe noch das I Licht. don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole.
I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Oh. Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, Yeah. I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? Das war ja nicht mal ansatzweise lang. Ich hab schon mit ein paar Minuten gerechnet. Maybe you're the problem. Ja, Look, things got a little heated there. I think Meeting we both said fürs some Management, things we okay. didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Also das unendliche Loch war jetzt ja ein Reinfall. Badam, psch, Dankeschön. Ja, also cool war es jetzt nicht. Was ist denn das da vorne noch für eine Tür? Kommt man da irgendwie hin? Wenn ich hier durch? So? Nee. Da würde ich gerne hin. Aber da ist auch keine Treppe, die da hinführt, ne? Ne, irgendwie nicht. Und springen kann ich natürlich nicht. Nee. Schade. Gut, also das unendliche Loch ist gar nicht so... Was ist das? Infinite Hole Chart. Okay. More Hole, Infinity, Falling, more. Science. Okay, schön. It just keeps going. Ah, ja. Okay. Hole Entrance Infinity. Ja, okay. So. Ja, das haben wir jetzt ja festgestellt, dass das irgendwie... Das ist jetzt schon ganz schön lame. Was haben wir hier? No Screenshots? Da will ich mal gucken gehen. Was ist denn hier? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Was? Nichte oder was ist das? Nee, das nehmen wir. Das ist dumm. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Oh. Ja, dann ist es das halt. Toll. Das ist doch scheiße. Ach krass, jetzt haben die ganzen... Guck mal, jetzt haben die ganzen Dings. Maybe I should have gone with... No. Aber die Reihenfolge ist falsch. I've made my decision. We're moving on. Nein, ich will... Come now. You already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to move on from our mistakes. Frech. Was ist das? Boah, dieser Zugang ist schon freaky, oder? A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Oh God! God! Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. Oh Gott, ich kann's nicht Can I loslassen. say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well?
I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. Ich habe Angst vor dem The benefits Eimer. of the Ich bucket will seem ihn to go on and ablegen. on, don't they? All this and Bitte more lass ihn mich await wieder you ablegen. in the Stanley Oh Gott. Parable 2. Ich will ihn nicht mehr haben. Was ist das für eine Liste hier? Was steht da? Synergy, Engines, Unpack Ping, Deep Dive. Board members, please note that you must use the following terms often as possible. Wollen wir ihn wieder ablegen, bitte? Oh Mann, ey. Jetzt habe ich diesen scheiß Eimer in der Hand und werde ihn nicht los. Oh, und er rappelt beim Laufen. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Wollen wir es wegwerfen? So, Bürodekoration, Stanley Parabel Beruhigungseimer. Der Knopf, der den Namen des Spielers, haben wir alles schon? Okay, dann müssen wir mal ein bisschen weiter gucken. Da oben war noch ein bisschen mehr. Was haben wir hier noch? So, Sprungkreis, das hatten wir auch schon. Größtenteils unendliches Loch. Schön, dass es schon geändert wurde. Okay, Free and Easy Achievement. Ja, da gehen wir mal hin. Was hat der Typ hier? Achso. Pull the lever. Was? Die Lever? Receive your new achievement. No more steps. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's a... Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Ich will jetzt mein Achievement. Ich will es jetzt. Jetzt.